So Leute, willkommen damit zurück zu einer neuen Folge von Vampyr. Mir ist aufgefallen, ich habe noch eine Behandlung gegen Kopfschmerzen. Jetzt bin ich am Überlegen, wem gebe ich die? Level 4. Und wo ist der andere? Das ist ja der Dr. Schlag mich tot. Wie auch immer er heißt hier. Strickland Tippets. Hier, der da. Corcoran Good Tippets, evening, genau. Dr. Tippett. Doctor, Jetzt nicht. Hier kann ich nichts mehr machen. Hier kann ich auch nichts mehr Do you machen. need any medical assistance yourself, Doctor? yeah, I have no doubt about it, but you are still ill all the same. Please, take this medicine. I appreciate your concern, Dr. Reed. To be honest, I just did not take the time to diagnose myself. Okay. Goodbye, Doctor. Gut, der wird dann wieder gesund werden. Dann. Na, wen haben wir noch hier? Er hat eine Erkältung, der ist ja, der Lunge hat hier irgendwo hier unten rum. Ich würde heute mal so, ich weiß nicht, ob ich es komplett Hello machen again, Mr. Good evening, Dr. würde. Reed. Are you das kann man concerned about the living conditions in the city? Of course I am. I'll be stuck here for as long as Oswald refuses to go to hospital. And, unfortunately, it seems the violence is rising. What kind of violence? I believe people have armed themselves and started to attack those that show signs of contagion. Okay. Warte mal. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about picking up something, getting some infection. Unfortunately, I've got that fear in London now. Throughout history, some diseases have done more damage to armies than any weapon created by man. You are wise to be careful. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's a good enough reason for me and Oswald to go there. Goodbye, Mr. Blood. Okay. Ihn könnten wir theoretisch gesehen aussaugen, weil er ist ja. Ihn haben wir eigentlich soweit fertig, aber ich würde gerne mal wissen, was mit ihm hier passiert. Ihn könnten wir nämlich theoretisch auch aussaugen, weil er ist fertig. Good evening. Evening, Dr. Reed. Wir könnten beide aussaugen. Newton It makes is Newton. Okay. Are you concerned about the conditions here in London? Not really. Sick people, men in arms, fighting every night. I already faced all this during the war. Was? Ihn könnten wir eigentlich aussaugen. Auch wenn da hinten gerade seine Freund steht und dann vielleicht fragt, was ich mit ihm jetzt hier mache. Aber ey, mein Gott. So. Dann wollen wir doch mal. Wir haben schon lange kein Opfer mehr gehabt. Ich muss halt wirklich mal nach Whitechapel gehen und da mal alles durchheilen. Weil sonst raucht mir der Bezirk ab, bevor ich irgendwie, naja. Newton, don't be sorry. We'll meet again soon, and we will be serene and beautiful. Dass ihr euch bald wiedersehen werdet, das stimmt. Ihn sauge ich jetzt nicht aus, das könnte ich zwar tun, aber davon hätte ich in dem Sinne gesehen jetzt gerade nichts. Weil es ist ja so diese Reaktion, was die Charaktere haben, wenn einer aus deren Umfeld, Beziehungskreis stirbt, dann das ist quasi, das dauert quasi, ich glaube, da muss ich eine Nacht drüber schlafen, glaube ich. Und deswegen warte ich damit jetzt erst einmal. Ich suche jetzt mal, also wir haben hier in Whitechapel, haben wir, sie hat Erschöpfung, er hat Erschöpfung. Der Pater hat Erschöpfung, er hat immer noch eine Allergie, die ich nicht heilen kann, sie hat Lungenentzündung. Wenn wir sie heilen, dann können wir auch direkt diese Nebenmission hier abschließen. Und dann ja, mal gucken. So. Wir sehen uns, ich weiß nicht, ob ich es offscreen mache oder ob ich euch zu jedem Einzelnen mitnehme. Mal schauen, aber wir sehen uns gleich wieder, Leute. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reed? So, wir haben jetzt sie hier.
Hier gibt's nichts Neues. Hier gibt's auch nichts Neues. How are the conditions in Whitechapel these days? When I think about all the people who died trying to reach England, it seems we escaped a war just to die on foreign shores, hated by all. Do you need any assistance? Okay. It... I am forgive... good. Gut, dann jetzt hier als nächstes der Pater. Achso, nee, erstmal ihn. You again? What do you want? Nichts Neues. Can I offer you? Keep you. There is a thin line. All right. Good. Gut, das hatten wir auch. Dann der Pater da oben noch. Können wir den irgendwann mal aussaugen? Na, schade noch. Good Das evening, dauert noch. Mr. Whittaker. It's father. Ja, Vater, Whittaker, ist mir egal. Don't you Fade. No, I have. So. Haben wir das. Gehalt. Den können wir nicht heilen. Sie. Wo ist sie? Sie ist irgendwo da hinten. Wo auch immer. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich sie gefunden habe. Wo ist die denn da? Many new graves. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Okay. How is the sanitary situation? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. Wir leben in London. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Wir trauen alle auf unsere eigene Weise. Allein ist es nicht so. Es ist noch schlimmer. Traurigkeit kann gefährlich sein. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way. Some stay silent, or need to shout. Others need company, and some just can't stand it. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Okay. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say,
I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? She will rest in this cemetery forever. And I'll spend eternity hoping that she can forgive me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Vielleicht. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reed. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. How do you feel? I don't feel... You should recover quickly after taking... Thank you. Goodbye. Hey! Mich würde mal interessieren, es gab irgendwo, das habe ich irgendwo gelesen, dass man auf dem Friedhof auf dem Friedhof, was ist das hier? Quasi bei Gräbern hingehen kann und dort quasi... Was steht da? Und dort quasi dann sieht, quasi den Gräbern von seinen Opfern quasi gehen kann. Jetzt sind die schon hier. Leute, ich würde sagen, ich gehe danach, nachdem ich das hier erledigt habe, was jetzt der Fall wäre, gehe ich einmal zu Sean Hampton, weil mit dem haben wir ja auch noch, können wir auch noch reden. Das wäre Lady Ashbury. Ich gehe einfach mal zu Lady Ashbury und dann gehe ich zu Sean Hampton. Weil mich würde einfach interessieren, was aus ihm geworden ist jetzt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich sehe gerade das hier. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Aber ich würde sagen... Oh, die Wache von Priven ist hier. Okay, hat sich damit erledigt. Und das ist geil. Warum hocken die beide auf einer Stelle? Irgendwas von Interesse? Was ist das hier? Meine Unterschlupf, okay. Irgendwie... Gefalteter Brief, meine liebe Mutter. Wenn du diesen Brief findest, dann bin ich nicht mehr. Ich will, dass du weißt, dass ich nicht deinetwegen gehe. Ich verlasse diese Welt, weil das erdrückende Gewicht des Daseins in diesen Zeiten zu viel für mich ist. Manchmal fühle ich mich, als wären Baudelairs Verse als Echo, kenne ich nicht, als Echo meines eigenen Herzens geschrieben worden. Die Wolken niedrig und flach wie ein Deckel senken sich auf den auf den Geist, der erseufzt unter Leidesmacht, den ganzen Himmel verhüllen sie und beschenken mit schwarzem Tage, der traurig ist wie die Nacht. Es ist so wunderschön, wie es schmerzhaft ist, Mutter. Ich kann nicht noch länger leiden. Ich möchte nicht, dass du mich umzustimmen versuchst, denn es würde das Unvermeidbare nur herauszögern. Würde es dir gelingen, meinen ersten Versuch zu verhindern, ich würde es erneut machen. Lebe wohl, dein Sohn Mortimer. Ach, das ist der Brief. Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Okay. Hier ist Geld. Hier ist ein Bett. Neuer Brief.
ich denn jetzt hier? Vampire und Skulls, seltene Spezies von Überlegenheit. War das? War das das? Es ist kein Zufall, dass er könnte bekanntes uns hat. Ne, das hatten wir nicht, ne? Feuer und Sonne, heilige Symbole. Die große Jagd, was ist das? War das? Ich bin mir nicht sicher, was haben wir jetzt eingesammelt? Egal, das gucke ich im Video nach und dann lese ich das im nächsten Video vor. So, aber ich wollte eigentlich ja ganz woanders hin. Schon wieder 1000 AP, das war ich den einen Typen aufgekauft habe. Schrauben. Ich loote erstmal das ganze Haus von der leer. So macht man das. Wo auch immer sie ist. Tagebuch. Oh Gott, jetzt geht's wieder zu lesen. 9. Mai 1913. Heute Nacht habe ich mit Mutter die Kranken im East End besucht. Es ist lange her, seit ich in diesem traurigen Teil der Stadt war. Es hat mich sehr gerührt, wie sie diesen armen Menschen zugehört und sie getröstet hat. Sie versuchte grundlegend etwas zu verändern und diesen Männern und Frauen zu helfen. Außerdem hat sie heute Nacht einen von ihnen umgebracht. Hä? Es geschah so schnell, ich bemerkte es nicht einmal, als sie verschwand. Doch als sie wieder da war, wirkte sie viel lebendiger, viel lebhafter. Ich wusste sofort, was passiert war. Sie nahm mein Leben und ich sah nichts. Wir kehrten heim, ohne ein Wort zu sprechen. Sollte ich jemals eine Vampirin werden, würde ich nicht von Sterbenden zehren. Ich würde die Schuldigen und Gewalttätigen töten, wo auch immer sie sich verstecken. Aha, wer auch immer das geschrieben hat. 13. September 1914, als ich an diesem Nachmittag für das Frauenwahlrecht war, haben mich 2 Männer in einer Gasse bedrängt. Ich habe so laut ich konnte um Hilfe gerufen, so wie Mutter es mir aufgetragen hatte. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn nicht ein Soldat plötzlich die Männer zurechtgewiesen hätte. Er brachte mich dann nach Hause und versuchte mich zu küssen. Ich weigerte mich. Ja, vom Regen die Traufe, ne? Von 2 Männern in der Gasse bedrängt, dann wird sie vom Soldaten gerettet, der versucht sie zu küssen. Hey. Er brachte mich dann, dann ging er wortlos, die ganze Geschichte machte mich so traurig. Ich weinte immer noch, als Mutter nachts wach wurde. Ich erzählte ihr alles und sie umarmte mich. Später gingen wir ins Theater und sahen uns Doris Fletchers neues Stück an. Ich glaube, es kränkt mich ein wenig, dass Mutter nicht losstimmt, um mich zu rächen. Ich würde als Vampir nicht so gnädig sein. Gnade ist eine Tugend. 15. September 1914. Letzte Nacht haben Mutter und ich Schlimmes gestritten, weil sie sich mal wieder geweigert hat, mich unsterblich zu machen. Ich erinnerte sie daran, was mir mit den 2 Männern in dieser Gasse hätte zustoßen können. Sie hätten bewaffnet sein können. Es wäre ganz anders abgelaufen, wenn ich eine Vampirin wäre, sie aber hat nur gelächelt und gesagt, ich müsse bereit sein, diese Welt die Stirn zu bieten, um ein Teil von ihr zu werden. Ich weiß nicht einmal genau, was das heißen soll. Doch es macht mich verrückt. Ich bin mitten in der Nacht aus dem Haus zu Emily gerannt. Dort verbrachte ich den ganzen Tag. Vielleicht ist die Zeit gekommen, auszuziehen und so wie Emily mein eigenes Leben zu leben. Ich liebe Mutter sehr, aber es ärgert mich ebenso, wenn sie Gespräche über meine Verwandlung unterbindet. Ja, das ist so diese Sache. Es klingt vielleicht im ersten Mal im Moment sehr toll, ein Vampir zu sein, aber da kommt dann mit dieser Unsterblichkeit der Kraft, dieser unglaubliche Hunger nach Blut und den muss man halt kontrollieren und das ist das Schlimmste an dem Ganzen wahrscheinlich. 17. Februar 1915, heute Nacht bin ich so traurig wie aufgeregt, denn ich werde dieses Haus endgültig verlassen. Mutter erlaubt mir in eine eigene Wohnung im West End zu ziehen, die aber nicht so weit von ihrem Haus entfernt sein durfte. Ich habe ihr versprochen, sehr vorsichtig zu sein. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie liebe und sie stolz auf mich ist. Sie möchte einfach, dass ich so stark und unabhängig wie sie bin. Das verstehe ich jetzt. Zugegebenermaßen, ich bin dankbar für alles, was sie mir über die Jahre beigebracht hat. Sie hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute von nun an beschreite. Bin. Von nun an beschreite ich meinen eigenen Weg. Ich entscheide nun, was ich mit meinem Leben anstellen will.
und eines weiß ich genau, sollte ich je unsterblich werden wollen, beziehe ich meine Mutter in diese Entscheidung mit ein. Dies ist mein Leben und ich bin verantwortlich für meine Taten. Okay. Charlotte Ashbury. Okay. Interessant. Sehr interessant. Hey Leute, ich kann echt nicht mehr lesen. Was liegt da noch? Nichts. Da blinkt noch was auf. So, wo geht's denn hier hoch? Sieht ein schönes Haus hier. Gehen wir erstmal hier hin. Was gibt's hier so? Wieder was zu holen. Noch ein Brief. Die Tragödie der Blutnacht. Nächstes Ding zum Lesen. Nur wenige von uns verbleiben nach dem Schock der großen Jagd. Ich war einer von ihnen. Ich erinnere mich, wie die plötzliche feindliche Attacke uns alle überraschte. In diesen wenigen Nächten wurde viel Blut vergossen. Manche der Überlebenden gingen ins Exil. Ich mache ihnen keinen Vorwurf, doch ich bedauere ihren Mangel an Standhaftigkeit. Wir brauchen Mut, um die Interessen des Weltreiches zu beschützen. Wir brauchen Mut, um unsere Werte zu verteidigen. Erinnern wir uns alle an William Marshall, der niemals in die Knie ging. Mein geliebter Schöpfer mag schon lange von uns gegangen sein, aber sein Vermächtnis lebt weiter. Unter uns, wir haben einige Tropfen seines heiligen Blutes aufbewahrt, um uns daran zu erinnern, wer wir sind und was wir anstreben. Ehre, Reinheit und Vortrefflichkeit. Als sein Abkommen und sein Freund hatte ich die Ehre, häufig mit dem Ritter zu sprechen. Er erzählte mir von den Tränen der Engel, diesem heiligen Trunk, der den unersättlichen Hunger stillen sollte, den wir alle spüren. Nie beendete er seine Suche nach dem Artefakt, obwohl er nicht einmal wusste, ob es überhaupt existiere. Ich bewundere seine Beharrlichkeit, mit dieser Beharrlichkeit, diesem unverrückbaren Glauben an etwas Größeres werden wir alle noch kommenden großen Jagden überleben. Ascalon wird nie untergehen, denn er ist ein Inbild aus Gesetze von Ascalon von Lord Redgrave, Gründer. Okay. Ich muss echt nochmal gucken, was ich hier neu dazu bekommen habe. Ne, ich habe ein neues Sammelobjekt dazu bekommen. Die Geschichte von Ascalon, die große Jagd. Ah, hat man das schon gelesen? Ich gucke das nach und dann lese ich das zur Not in der nächsten Folge. Was ist das hier? Sind das wir? Das sind doch wir, oder? Das ist ja cool. Die malt uns. Ich glaube, das sollte ich noch nicht sehen. Oh, da ist ja sie die ganze Zeit. Ich komme gleich zu dir. Sekunde. Ich will mich hier mal weiter umgucken. Guck ich nicht rein. Geht's wieder runter. It's locked. Kann ich nicht hin. Gibt's auch nichts. Dracula, och hey, Mene. Für die Inspirierende der Ashbury, es gibt Lichter im Leben, aber es gibt auch Schatten. Sie sind eines von den Lichtern. Bram Stoker, 4. August 1897. Oh, das ist cool. Ich hab das Buch nie gelesen. Bram Stokers Dracula. Das mache ich vielleicht irgendwann mal. Aber der Name sagt mir definitiv was. Kommt auch im anderen Buch vor, das ich gelesen habe, der Charakter. Was ist da? Achso, nur das Zeug. Okay, hier gibt's nichts mehr. Okay, gut. Dann reden wir mal mit ihr. Die ist jetzt mittlerweile hier hingegangen. Ja, ich war im Schrank. Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes.
I am conducting some research of my own. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. Goodbye, Elizabeth. Gut, werden das erledigt. Dann hatte ich ja gesagt, ich gehe zu Sean Hampton und gucke, was da passiert ist mit ihm, nachdem wir ihn geheilt hatten, offensichtlich. Und dann ja mal gucken. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich bei Sean Hampton bin. So, ich bin endlich da angekommen, wo ich hin wollte. Gibt es irgendwas Neues? Sie hat Erschöpfung, da können wir gerade mal nachhelfen. Glad to see you again, Mr. Reed. Gibt's nichts, hier gibt's auch nichts Do you have mehr. recent news? Are you worried about the sanitary situation in London? There are rumors of infected people turned mad by the fever and roaming the streets, attacking everyone they see. Is it true? As long as you stay away from the streets, you should be all right. I hope you're right, Dr. Reed. We feel kind of left alone around here. Do you need my... I can keep going. Of course you can, Miss Paxton. Thank you. Good. So. Sean. Gucken, wie es hier weitergeht. Welcome back to my humble shelter, Dr. Reed. Are you here to subdue me again? No, Sean. I just came by to see how you are. I feel all right. Why'd you ask? Are you still feeding on corpses? No. It's almost as though the blood you forced me to drink has provided me eternal satisfaction. Okay. How is the sanitary situation in this part of town? There's a lot of sadness and pain in my flock. I believe we're not fully through the crisis. You should do something about it if you can, Doctor. How are things in your shelter? Between the mortals and the immortals, I mean. Even if we're all children of God, I've always maintained a strict frontier between the two communities. What do you fear? A few years ago, a Skal decided to pay a nocturnal visit to my sleeping customers. He got caught licking their necks in the dark. Since then, I have added a lock to the door. What if food became scarce? Wouldn't the immortals in your flock be tempted to feed on the living? Wouldn't you? The Skals can feed on the dead, Doctor. And until Judgment Day, mortals will continue dying. Aha. Have you seen Harriet Jones since taking her to Old Bridget? No, she is with the sewer Skals now. I don't go downstairs. What happened at the Pembroke? I guess we recognized each other. As Skals, I mean. She had but one thought. To punish. To get revenge upon everything and everyone. I realized I had to bring her here quickly. But why did she fake her own death? There was so much blood in her room. She attacked patients, too. I just lost her for a minute that night. When I found her, she had caused mayhem across the hospital. I slapped some sense into her, and we fled before getting caught. What happened then? We ran here through narrow streets and backyards. She kept saying that someone was talking to her in the dark, offering to avenge her. But I saw nobody. How did you meet Old Bridget? When younger, I used to patrol the streets at night, searching for lost souls. This is how I met her. It took me 2 months just to get her name. Now we support each other. Had you already visited their hideout in the sewers? Just once, and very briefly. Most of them are very discreet, and they see me as an outsider, even if I protect them. You really are a saint, Sean. Oh, no, sir, I'm not. But I know evil, and I believe goodwill and tenacity can make this world a better place. Would you let me listen to your chest, Sean? No, Dr. Reed. You already forced me to drink your blood, and I thank you for that, for I feel better now. But it was quite an unpleasant experience. It would help me greatly if you would allow me to give you a physical examination. I said no.
I'm no subject of medical examination, and I intend only to obey and to kneel before God. Bin ein Schaffer, knie nieder vor mir. Nein, Quatsch. Farewell. Gut. Gut. Dann sind wir ja schon relativ weit gekommen. Würde ich meinen. Warte mal. So, wir sollen uns dem Ascalon Club vorstellen. Wir haben hier bei den Docks noch relativ viel zu tun, relativ viele Kranke. Dort will ich dann nächste Folge weitermachen, Leute. Wie gesagt, es gibt eine Abstimmung auf Twitter, die jetzt allerdings, wenn diese Folge erscheint, schon dann ausläuft. Oder beziehungsweise wir sagen, die Abstimmung geht bis 12 Uhr morgen, also 12 Uhr mittwochs. Und dann ja, wie gesagt, was wollt ihr dann mehr haben? Dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr mehr Star Wars haben wollt oder ob ihr mehr Vampir haben wollt. Ich bedanke mich an dieser Stelle dann fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen nach unten, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ciao, Leute.